das Führungslicht. Alles beginnt mit innerer Führung. Das heißt, mit dem Zugang zu uns selbst, zu unserer inneren Stimme, zu unserem höheren Bewusstsein, zu unserer Seele. Zugang zum Göttlichen in uns. Denn aus dieser Quelle bekommen wir ständig Führung. Wenn wir gelernt haben, uns zu öffnen und uns selbst zuzuhören, dann spüren wir diese Führung. Wir spüren sie in vielfacher Form und können ihr folgen, lernen ihr zu folgen. Es ist für die meisten von uns schwierig, der inneren Führung zu folgen, nicht weil sie nicht da ist, denn sie ist immer da, sondern weil wir gelernt haben, auf andere Dinge zu hören als auf unsere eigene innere Führung. Es gibt so viele Einflüsse um uns herum, es gibt so viele Informationen um uns herum und es gibt so viel Gelerntes, das uns diesen Weg zu dieser einfachen, klaren inneren Stimme verschließt oder übertönt. Wenn wir also wieder innere Führung hören wollen, wenn wir ihr folgen wollen, dann ist es wichtig, dass wir tiefer in uns tauchen und uns erlauben, diese gelernten Muster hinter uns zurückzulassen. Das, was wir gelernt haben, da stehen zu lassen, wo es herkommt und das, was außen um uns herum tönt, dort zu lassen, wo es ist. Es ist nicht immer ganz einfach, aber es ist viel einfacher, der eigenen Führung zu folgen, als sich von den vielen Einflüssen im Außen beeindrucken zu lassen. Denn das bringt uns eigentlich ständig durcheinander oder es löst in uns aus, dass wir anhand des Gelernten abchecken, was passt und was nicht passt. Innere Führung kommt aus dieser göttlichen inneren Verbundenheit und da gibt es kein Passen oder Nicht-Passen. Es ist eine ganz klare innere Stimme oder ein klares inneres Wissen. Es ist eine ganz klare Führung. Und Führung ist immer mit Liebe verbunden. Führung selber ist Liebe. Ja, wir können, wenn wir den Zugang finden wollen zu unserer inneren Führung und wir das Gefühl haben, wir sind uns da nicht sicher, immer anhand unserer Liebe, unseres Herzens spüren und entscheiden, ist es Führung oder ist es irgendeine Stimme da draußen, die ich jetzt gerade lauter höre als meine eigene innere Stimme. Also Führung kommt immer aus der Quelle der Liebe. Führung ist immer verbunden mit der Wahrheit, die jetzt gerade für diesen Moment stimmt. Und Liebe und Wahrheit sind die beiden Aspekte, die uns dabei unterstützen, Führung zu entfalten und einen inneren Raum aufzubauen, der für uns dauerhaft ein starke Kraft wird, eine starke innere Führung wird, sodass wir lernen, tiefer und tiefer in uns zu vertrauen. Und dann beginnt langsam dieses selektive Geführtsein zu einer Kraft in uns zu werden, sodass wir selber spüren, wir sind nicht mehr getrennt, wir sind selber dieses Führungslicht, wir sind selber Führung, wir hören uns selbst und sind gleichzeitig diese Energie. Die Energie, die mit Führung zu uns kommt, steht uns unmittelbar zur Verfügung. Das heißt auch,
dass wir etwas Neues, was in unser Leben kommt, gleich mit so viel Energie spüren, dass wir es manifestieren können, dass wir es lebendig werden lassen können in unserem Leben. Führung ist das größte Geschenk für jeden Menschen auf dem Weg zu sich selbst, weil es Orientierung gibt, immer wieder neu, weil es in jedem Augenblick, in jedem neuen Augenblick uns die Wahrheit nahe bringt, die wir jetzt für diesen nächsten Schritt brauchen. Und ich glaube, dass wir gerade auch in diesen Zeiten unsere innere Stimme kennenlernen sollten, unsere eigene Führung als diese starke Freundin, dieser starke Freund an unserer Seite zulassen, dass wir jeden Schritt, den wir machen, in dem Gefühl machen, in dem Urvertrauen machen, geführt zu sein. Aus uns selbst, aus der Verbindung zum Göttlichen, stark und kraftvoll geführt zu sein. Dann gibt es keinen Zweifel mehr. Es gibt das Bewusstsein, vertrauen zu können. Und das trägt uns dann in eine neue Weite in uns selbst. Das diamantene Sternlicht knüpft genau dort an, wo dieser Raum von Wahrheit und Liebe beginnt sich zu öffnen. Es hilft uns, diese Wahrheit als innere göttliche Wahrheit unserer eigenen Seele zu erfahren und zu spüren, ja, wir sind das Selbst. Wir sind das Selbst, wir sind eins mit dem Göttlichen, aber all das, was wir an Führung sind, auch für andere, kommt aus der Quelle dieser Wahrheit und dient dem anderen ohne persönliche eigene Anteile, dient dem anderen ohne eigene Meinung dazu, hilft dem anderen auf seinem Weg einen Schritt voranzugehen. Und dadurch öffnet sich ein Raum, der uns gewahr werden lässt, dass wir selber diese Führung sind und als führende Wesen durch die Gegend wandeln und damit allein durch unsere Präsenz, durch unser Führungssein die Umgebung verändern, Orientierung geben, Liebe schenken, Menschen helfen, ihre eigene Wahrheit zu finden und zu erkennen und danach zu leben.